Als Berliner informiere ich mich klassisch bei der RBB Abendschau, schon seit so lange wie ich denken kann eigentlich, und bei der Tagesschau. In der Printzeitung, im Radio, im Fernsehen, im Internet. I try to get multiple point of views from media. I don't believe in one outlet or one source. I think history should be learned like that. I think media should be looked at like that. There are some newspapers that I know that I don't trust in terms of that I don't agree ideologically, but I think there is something there that also helps me to understand the context or the situation. Zum Beispiel in Facebook, Instagram, YouTube channels of Radio Freedom and BBC. But also some investigation journalist channels like Bigusinfo. Ich lese estnische und deutsche öffentlich-rechtliche Medien, auch der Economist, also auch manchmal Sozialmedien. Generell vertraue ich den öffentlichen Medien bzw. den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich habe das Gefühl, dass sie meistens recht neutral zu einigen Dingen berichten. Ich würde sagen, ich vertraue den Medien zu 80%, weil Medien in der Vergangenheit schon sich eigentlich als oft sehr vertrauenswürdig erwiesen haben, indem sie ihre Quellen auch offengelegt haben. Also den Medien würde ich nicht vertrauen im klassischen Sinne, wie ich meiner Frau vertraue oder meinen Eltern. Ich hinterfrage kritische Sachen, die ich vielleicht einen anderen Blickpunkt sehe und versuche mich dann, was heute ja möglich ist, gleichmäßig zu informieren. Es gibt manchmal Social Propaganda in Taiwan. Deswegen denke ich, ich sollte mehrere Zeitungen oder Social Media lesen und danach mich entscheiden. I have some stories of my friends and colleagues who can talk with their parents. They stayed in occupied territories since 2014. There are lots of scary stories when parents don't believe their children, that they are attacked by Russians. Yeah. Diese Fake News, die sich recht schnell und effektiv in den Social Media verbreiten, ja, erschüttern auf jeden Fall unser Vertrauen in die Medien, weil man dann sich nicht mehr sicher ist, wem man vertrauen kann und wem man nicht vertrauen kann. Naja, erstmal muss überhaupt der Mensch verstehen, dass es um Fake News geht. Wenn der Mensch es gar nicht versteht, dann vielleicht ändert das dann nichts an Vertrauen. I think some people are doing their own research and instead of trusting journalists, they don't like what they see sometimes, so they just try to find information that suits better what they think about some situation. Einige Menschen fühlen sich einfach vernachlässigt von dem Staat, von den JournalistInnen, von den Mainstream-Medien. Würde ich Fake News erkennen? Das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube in Teilen ja und in Teilen nein. No, I don't trust my own judgment. Also ich kann definitiv nicht im Social Media Fake News erkennen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht genau erkennen. Ich denke aber, dass ich schon gewisse Instrumente habe, um nachzuprüfen, ob das jetzt Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Let's be honest, I don't have much time to check every news. I trust my own judgment in recognizing fake news. Whenever I see something clumsy, I think about it and I just do more research. Dieses gesunde Misstrauen, nenne ich es mal, wenn ich jetzt mal auf eine alte Brücke laufe, gucke ich ja auch erst mit dem Fuß, ob die Brücke auch hält. So ähnlich mache ich es dann auch bei Social Media Informationen und dann irgendwann schließt sich der Kreis und sagt, ja, richtiges Ergebnis, falsches Ergebnis.